Herzlich willkommen bei unserer Airless Discounter Videoserie. Heute beschäftigen wir uns mit kleineren Funktionsstörungen und Problemen bei elektrisch betriebenen Kolbenpumpen. Als Beispielmodell haben wir heute eine Graco ST-Max 395 hier. Die angesprochenen Probleme oder Tipps sind aber genauso auch auf andere elektrisch betriebene Kolbenpumpen übertragbar, da der Aufbau und die Funktion im Wesentlichen vergleichbar ist. Ein grundsätzliches Problem ist, wenn das Gerät überhaupt nicht geht. Da gibt es mehrere kleinere Geschichten, die immer wieder auftreten, wenn wir Kunden am Telefon haben oder bei uns im Geschäft betreuen. Das eine ist zum Beispiel, dass das Stromkabel einfach einen Kabelbruch hat. Wenn man das Gerät über Jahre in Betrieb hat, das Kabel immer wieder aufwickelt, ist das zum Beispiel ein gängiges Problem. Also das würde ich auf jeden Fall, wäre einer der ersten Punkte, den ich prüfe. Es kommt auch immer wieder vor, dass die Sicherung einfach durchgebrannt ist und das Gerät deshalb nicht funktioniert. Das klingt relativ unwahrscheinlich, aber es passiert dann doch relativ oft, dass die Anwender zwar den An-Aus-Schalter betätigen, aber die Druckeinstellung auf Null belassen und das Gerät deshalb nicht anspringt. Also sollte der Motor und das Gerät mal nicht anspringen und das Gerät nicht pumpen, neben natürlich der Stromversorgung und An-Aus auch mal einen Blick werfen auf den Druckregler, weil es doch relativ häufig vorkommt, dass das vergessen wird. Darüber hinaus kann man im Problemfall auch mal einen Blick aufs Display werfen, da Schäden oder Probleme in der elektronischen Steuerung oder auch in der Überlastung der Pumpe hier als Fehlercode angezeigt werden. Die zweite große Gruppe von Problemen ist, wenn das Gerät einfach gar nicht ansaugt. Das kann zum Beispiel sein, dass einfach zu viel Material im Gerät noch drin hängt und zum Beispiel die Filter und Siebe, also zum Beispiel hier das Ansauгsieb, der Hauptfilter hier an der Seite vom Gerät oder auch die Pistole, also der Pistolenfilter oder die Düse einfach verstopft sind und mit Material zuhängen. Auch das kann dazu führen, dass zwar der Motor läuft, aber das Gerät letztendlich nicht pumpt. Also diese Filterpositionen prüfen, ob der Filter frei und gängig ist, im Zweifelsfall herausnehmen, auswaschen oder komplett ersetzen. Wenn das Gerät nicht ansaugt, sollte man auf jeden Fall die Position des Entlastungsventils prüfen. Das Entlastungsventil steuert den Farbfluss entweder zurück über den Rücklauf in den Farbeimer oder in der Arbeitseinstellung über den Schlauch vor zur Pistole. Wenn man mit dem Arbeiten beginnt, beziehungsweise nach einer Arbeitspause wieder anfängt, mit dem Gerät zu arbeiten, gibt es die Möglichkeit, dass sich Luft im System befindet und die pumpt man zuerst über den Rücklauf zurück. Sobald Material kommt, kann man hier umschalten und ganz normal weiterarbeiten. Zudem wäre zu prüfen, dass das Ansaugsystem, der Ansaugschlauch, dass der auch voll in der Farbe hängt, gerade hier unten die Ansaugung. Es kommt immer wieder vor, dass durch Vibrationen sich der Schlauch leicht nach oben bewegt oder auch der Eimer schon fast leer ist, sodass die Ansaugung hier unten nicht mehr ausreichend mit Farbe versorgt wird. Das ist ebenfalls ein Punkt, der zu prüfen wäre. Wenn das Gerät arbeitet, aber keinen vollen Druck aufbaut, kann es daran liegen, dass auch ein Schaden am Entlastungsventil vorliegt. Wenn das Entlastungsventil nicht mehr richtig sauber schließt, kann es sein, dass permanent beim Arbeiten permanent auch noch Material über den Rückschlauch zurückgepumpt wird. Das fordert der Pumpe natürlich zusätzlich Leistung ab, die dann nicht auf der Pistole liegt und dann für eine mangelnde Versorgung mit Leistung und mit Farbe im Spritzbild sich auswirken kann. Also das wäre zu prüfen. Sollte es da Probleme geben, dann kann man das Ventil ausbauen, reinigen, im Zweifelsfall muss es aber auch ersetzt werden. Ein weiterer Punkt ist der Packungssatz. Wenn hier am Kolben Material austritt, Farbmaterial, dann ist es ein klarer Hinweis dafür, dass ein Schaden am Packungssatz, also an den Dichtungen, die um den Kolben liegen, vorliegen. Es kann aber auch ein Schaden direkt am Kolben sein. In diesem Fall müsste man die Pumpe öffnen, den Packungssatz wechseln und gegebenenfalls den Kolben prüfen und unter Umständen auch diesen wechseln. Die dritte große Gruppe unter Problemen bei elektrisch betriebenen Kolbenpumpen haben wir zusammengefasst
als das Gerät funktioniert, aber es baut nicht genug Druck auf. Also es arbeitet, pumpt aber nicht genug Material. Das kann ausgelöst werden dadurch, dass ein Schaden an der Düse vorliegt, also einfach die Düse verschlissen ist und dadurch die Düsenöffnung so weit vergrößert hat, dass das Gerät gar nicht mehr genug Material hinterher pumpen kann. Das kann aber genauso auch daran liegen, dass man einfach eine zu große Düse ausgewählt hat. Auch hier für diese Problemgruppe gibt es wieder die Möglichkeit der verstopften Filter. In diesem Fall werden die Filter nicht komplett verstopft oder das Ansauгsieb, sondern nur teilweise so, dass das Gerät aber nicht genug Material nachziehen kann. Also nehmen wir mal hier unten den Ansaugfilter, das Ansaugsieb. Wenn wir dort einfach das Problem haben, dass der zur Hälfte mit Material zu ist und also die Farbe gar nicht durchfließen kann, dann führt es natürlich auch dazu, dass das Gerät zwar pumpt, aber die Leistung nicht entsprechend herstellen kann. Eine Verunreinigung oder ein Schaden am Einlassventilsitz kann ebenfalls für Probleme sorgen. Das kann man zum Beispiel, also der Einlassventilsitz sitzt hier unten und sorgt logischerweise dafür für den Farbeinfluss und muss dann auch schließen, um den Druck voll aufbauen zu können. Da unten sitzt eine Kugel. Wenn vielleicht noch Farbe oder Restmaterial sich im System befindet und das Gerät nicht 100% gereinigt wurde, kann es passieren, dass diese Kugel leicht anhaftet. Das kann man dadurch lösen, indem man hier eine leichte Erschütterung erzeugt, zum Beispiel mit einem Gummihammer, indem man hier unten leicht gegenhaut, nicht zu viel, leicht nur eine Erschütterung, dass sich die Kugel löst. Man kann das aber auch machen, indem man einfach hier unten aufschraubt und sich den Ventilsitz anguckt. Auch etwas schonender fürs Gerät. Hier drin befindet sich der Ventilsitz inklusive Kugel und Käfig. Wir haben hier den Ventilsitz. Auf diesem Ventilsitz befindet sich die Kugel und darauf der Käfig, der die Kugel in Position bringt. Wenn hier Verunreinigungen da sind, passiert Folgendes. Die Kugel sitzt fest auf dem Ventilsitz und kann sich nicht mehr bewegen und klebt dort fest. Und in diesem Fall würde man das einfach nehmen, reinigen, sauber machen, sodass die Kugel wieder gängig ist und freies Spiel hat und sich innerhalb des Käfigs dort bewegen kann. Auch den Käfig alles mit reinigen. Auch den Ventilsitz prüfen, Kugel und auch den Käfig prüfen, ob dort irgendwelche Beschädigungen vorliegen. Wenn da was abgeplatzt ist, muss es natürlich ersetzt werden. Oder Verformung oder zu große Kratzer und leichte Schäden. In diesem Fall müsste man es dann einfach austauschen. Ansonsten baut man es einfach wieder ein. Zuerst den Ventilsitz, hinterher die Kugel, die positioniert sich meist von selbst und dann der Käfig oben drauf. Und dann kann es auch schon wieder montiert werden. Unter Punkt 4 haben wir die Probleme zusammengefasst, die für ein schlechtes Spritzbild sorgen. Ursachen können dafür sein, die falsche Düsenauswahl, also vielleicht eine Düse, die zu groß ist. Es kann aber auch eine verschlissene Düse sein. Wenn man ein schlechtes Spritzbild hat, sollte man auf jeden Fall auch prüfen, ob die Druckeinstellung am Gerät optimal ist. Wenn man zu wenig Druck einstellt, kann das sich sehr stark aufs Spritzbild auswirken, indem der Spritzstrahl nicht mehr gleichmäßig ist, dass da eine Lückenbildung drin ist im Spritzfächer. Es kann auch dazu führen, dass eine Linienbildung am Rand da ist und eine ungleichmäßige Verteilung. Und im Gegensatz dazu, wenn man den Druck sehr hoch einstellt, hat man natürlich viel mehr Material, als man vielleicht braucht. Gleichzeitig vernebelt man aber auch unnötig stark und die Farbnebelbildung im Raum ist unnötig groß. Das auf jeden Fall beachten bei der Druckeinstellung. Ein weiterer Punkt ist, dass man darauf achten sollte, dass das Gerät für den Anwendungsfall geeignet ist. Als Beispiel haben wir eine ST-Max 395, die hat unterhalb von 2 Liter Förderleistung. Damit kann man zum Beispiel keine Spachtelmasse spritzen. Also das Gerät sollte auf jeden Fall angepasst sein, sonst kann das Gerät gar nicht genug fördern oder die Leistung mitbringen, um ein vernünftiges Spritzbild zu erstellen. Ich denke, wir haben hier die wesentlichen Punkte zu den Problemen an Kolbenpumpen dargestellt. Solltet ihr Fragen haben, postet uns oder Probleme mit eurem Airless-Gerät. In den nächsten Tagen gibt es weitere Videos, auch weitere Punkte zur Problemklärung, zur Auswahl der Düsen, zur Auswahl der Filter. Schaut bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Bis zum nächsten Mal.